48 Stunden ausgesetzt im europäischen Nordmeer. Wir sind da, guckt es euch an, im Paradies. Nachdem wir es in der letzten Folge geschafft haben, einen Schlafplatz auf einer einsamen Insel zu finden, hinter mir geht die Sonne unter. Geiler geht's wohl nicht. wollen wir in dieser Folge endlich Rache nehmen und einen maßigen Heilbutt auf die Schuppen legen. Becky, komm, mach hin, ich will los. Alles vom Kajak, alles auf eigene Faust. Ich stell mir vor, wir fangen so ein Teil. 24 Stunden bleiben uns noch, um die Queen of the Ocean zu überlisten und die Scandinavian Revenge perfekt zu machen. Wir werden super schnell wegdriften. Oh, war das ein geiler Biss, Alter. Das war ein großer. Ob uns das gelingt, seht ihr in dieser Folge von Up North 3.0. Oh, was ein Blick. Guten Morgen. Die Nacht haben wir echt gebraucht. Becky pennt sogar noch, was keine Überraschung ist. Wir müssen jetzt aber ein bisschen beeilen, weil wir wollen Heilbutt fangen. Und es ist Sturm gemeldet. Das heißt, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Aber das ist unser Motto heute. Endlich es zu schaffen, einen dicken Heilbutt zu fangen. Auf eigene Faust, ohne Guide, ohne Hilfe vom Kajak. Aber jetzt mache ich mich erstmal frisch. Zähne putzen, was essen. Ach nee, gar kein Fisch mehr da, ne? Ah, dann nichts zu essen. Und dann geht's los. Den Becky kriege ich nicht aus dem Bett. Man muss sich gleich mal ein bisschen Druck machen. Becky, komm, wir müssen uns beeilen. Die erste richtige Nacht in der Wildnis und ich war am ersten Morgen schon so platt, dass ich am liebsten noch 1-2 Stunden liegen geblieben wäre. Bist du ja auch. Eine Viertelstunde länger. Nee. Halbe. 10 Minuten noch, habe ich dir 10 Minuten gegeben, halbe Stunde noch. Vor allem, das war erst die erste Nacht. Stellt euch mal vor, wie ich ihn dann rausprügeln muss, wenn wir in der 5., 6., 7. Nacht sind. Eine Viertelstunde ist schon lange rum, die du genannt hast. Ich hätte noch eine Stunde mehr Schlaf vertragen können. Aber das meinte, wir sollten loslegen, weil der Wind anscheinend näher kommt und stärker wird. Deshalb schnell Zähne putzen, Gesicht waschen und dann ab auf die Kajaks. So, Becky hat gestern meine Route gebrochen. Und daraus habe ich mir die teuerste Wäscheleine der Welt gebaut. Ja. Meine Jacke ist wieder trocken, meine Weste auch. Glatt durchgebrochen, würde ich sagen, Becky. Prototyp 40 Gramm, meine Lieblingsroute. War ich gut angestellt, gell? Mit dem ganzen Körpergewicht einmal umgeballert. Ja, aber die leichte Route brauchst du heute eh nicht, weil wir fangen nur dicke Heilbutts. Boah, stell dir mal vor, es klappt heute. Wie geil wäre das bitte? Becky ist noch nicht da. Ich bin so hyped. Ich brauche das. Ich brauche so einen dicken Heilbutt. Ja, wir scheinen einen Freund gefunden zu haben. Ganz neugierig. Mr. Robbe. Sau geil. Wer kann das schon sagen, hier aufzuwachen? Robbe im Vordergrund. Die Heilbutts in der Nähe. Becky, komm, mach hin, ich will los. Oh, außer Atem. Der Nächste, der hier campen kommt, der fragt sich, was war das denn für ein Tier? Boa Constrictor. Schnell noch einpacken. Dann geht's wieder los, aufs Wasser. Los geht's, auf den dicken Heilbutt, ey. Stell dir vor, wir fangen so ein Teil. Wäre so geil. Schnell Kajak festhalten, sonst musst du schwimmen. Aber man merkt, der Wind ist deutlich mehr geworden, ne? Trotzdem haben wir gesagt, okay, wir fahren jetzt raus, wir achten auf die Sicherheitsvorkehrungen, wir bleiben nah am Land, wir fahren nicht weit aufs offene Meer. Und so haben wir es dann auch gemacht. So, es geht endlich raus. Kann es kaum erwarten. Bedingungen scheinen zu passen. War nicht ganz so klar mit dem Wind, aber wir haben hier echt so eine Inselgruppe gefunden, die ermöglicht uns halt, dass wir dahinter fischen. Mal gucken, ob die Heilbutts da auch stehen oder ob die mehr Bock auf die andere Seite haben. Das wird sich jetzt gleich zeigen. Boah, drückt mir die Daumen, dass es endlich mit meinem Heilbutt klappt. Ich glaube, den letzten Heilbutt, den ich gefangen habe, das war 2007. Wie viele Jahre sind das? 17 Jahre. Das ist ja wie in der Karibik hier. Glasklar, ich glaube, wir haben jetzt hier fast, naja, bestimmt 8 Meter und ich sehe den Grund.
Ich sehe alles, was da unten passiert. Allerdings sehe ich auch keine Fische, deswegen müssen wir hier trotzdem das Schöne weg. Boah, Alter, der Wind ist schon hart. Wir werden super schnell wegdriften. Erste Uhr für mich. Dann waren wir endlich auf dem Wasser und ich dachte mir, hey, im letzten Jahr hat es nicht geklappt. Wir sind zwar im richtigen Revier, aber warum soll es in diesem Jahr klappen? Also die Motivation war zwar voll da, aber der Glaube daran, dass wir einen fangen, der war nicht so richtig da. Ah, ich hab einen Biss, Ja, Fisch. Geil, der erste Fisch. Oh, fuck. Was Großes? Ja, Glaubst du ein Heilbutt? ja. Also weiß ich nicht, aber ja. Alter. Alter, das denn? Oh. Das ist ein Heilbutt. Junge. Ah, das ist ein kleiner, aber hast du gesehen, wie der Schnur genommen hat gerade? Ich dachte, der zieht mich um, legt mich um mit dem Kajak. Gerade. Ah, jetzt kommt er schnell hoch. Da ist er! Der ist im Butt! Juhu! Geil, das denn? Geil! Brauchst du Hilfe? Ja. Alter. Das ist ein Mini-Butt. Man stellt sich vor, das ist ein großer. Achtung, ich bin hinter dir. Ist das geil, Jungs? Nee. Das ist ein kleiner Mini. Ich glaube, der hat nicht Mindestmaß leider. Oder? Da war er endlich. Ich glaube es nicht. Der Fluch ist gebrochen. Nach 17 Jahren endlich wieder ein Butt. Im letzten Jahr keinen einzigen gefangen. Und da kam er einfach so aus dem Nichts. Ich habe wirklich eigentlich nicht mit gerechnet oder nicht dran geglaubt. Aber jetzt war ich natürlich heiß. Jetzt wusste ich, wir werden noch mehr fangen. Das war nicht der letzte. Und da ist er. Unser erster Heilbutt. Kann man vielleicht noch gar nicht so nennen, Heilbutt. Aber doch schon eine schöne Platte. Ey, eigentlich die perfekte Küchengröße, aber 82 cm, 84 ist Mindestmaß. Das heißt, ich bin mega happy. Danke, mein Guter. Du darfst jetzt zurückschwimmen. Ja, wie soll es anders sein? Der Lange legt einen vor. Dustin holt den ersten Butt ins Boot. Ich freue mich riesig für ihn und ich hoffe, bei mir klappt es jetzt auch gleich mit einem. Das Geile an dem Fisch ist, der war jetzt nicht groß, aber dieses Vertrauen in den Spots zu bekommen und darin Vertrauen zu haben, was man macht, das ist enorm wichtig. Ich glaube, ab jetzt, schnell auf Holz klopfen, kann es nur noch besser werden. Ich bin auf jeden Fall mega happy. Zum Setup, vielleicht mal ganz kurz, falls ihr auch mal auf Heilbutt werfen wollt. Ich habe hier von CMW so eine kurze Route bis 300 Gramm Wurfgewicht. Dann hier die Penn Slammer, ich glaube, das ist eine Legend fürs Meeresangeln, fürs Wurfangeln, super geil. Dann unser Venom, 80er, also gar nicht so groß, ich glaube, das sind ein bisschen über 20 cm. Und natürlich als Haken hier, wir angeln hier so auf 40 Meter, 30 Meter, habe ich hier so einen 80 Gramm BKK Meereshaken, super geil. Und jetzt genug gelabert, kommt hoffentlich ein größerer. Obwohl ich mir, ey, der hatte 80 cm. Was macht bitte so ein 1,50 Meter Teil oder ein noch größerer? Das ist ja Wahnsinn. Wir waren ja ohne Echolot unterwegs und ich finde, da lernt man noch mal richtig das Angeln. Wir haben uns Karten angeguckt, Tiefenkarten, haben wirklich anhand der Karten nur unsere Spots bestimmt. Und ich habe dann so in diesen Channeln, die so zwischen den Inseln lang gehen, einen Berg gefunden, der so von 30 Meter auf 10 Meter hoch ging. Und die Kanten gingen ganz langsam seicht ab und waren sandig. Und da habe ich gedacht, da muss doch einer stehen. Ich habe mich mit Vecchi noch gestritten. Vecchi, nein, hier nicht hin, dahin. Und ich habe gesagt, nein, wir müssen hier angeln. Und dann ist wirklich auch direkt der Erste eingestiegen. Und ja, das ist irgendwie cool. Das hat eben noch mehr Wert. Wirklich auf eigene Faust, ohne Echolot, ohne Hilfe. Und dann knallt so ein Ding rein. Einfach nur geil. So, Vecchi. Biss. Ah! Da war der nächste Fisch.
Wieder, ich habe zu früh angehauen. Runtergeraspelt, neuer Köder. Zweiter Wurf, nächster Heilbutt. Geil. Wir waren an den richtigen Spots, das hat der Heilbutt bewiesen. Aber die weiteren Bisse haben wir alle nicht verwerten können. Also wir haben es nicht geschafft, noch einen Heilbutt ans Band zu kriegen. Oh, war das ein geiler Biss, Alter. Das war großer. Oh, jetzt hatte ich einen brutalen Biss, ey. Oh, und wieder einen Fehler gemacht, sofort angehauen. Hat Steffen uns extra gesagt, gestern bei der Einweisung, nicht direkt anhauen. Mann, ey. Was ist das? Pollack. Geil. Leider wieder kein Heilbutt, aber dafür ein perfekter Küchenpollack, über den ich mich sehr freue. Denn ich liebe Pollack zum Essen. Nach einigen Bissen ist endlich einer hängen geblieben. Mein erster Fisch an dem Tag. Und im ersten Moment habe ich natürlich gedacht, das ist jetzt auch mein Heilbutt. Ich habe schnell gemerkt, ist ein deutlich kleinerer Fisch, aber ich möchte mich nicht beschweren. Der kam wirklich passend zur Mittagspause. Ein schöner Pollack, den wir uns dann gleich schmecken lassen haben. Nicht gerade einfach hier bei den Wellen. Das Kajak stellt sich immer quer zu den Wellen. Und so langsam werden sie auch so groß, beziehungsweise sind immer wieder zwischendrin echt große dabei. Und das schüttelt es einen hier ganz schön durch. Gerade wenn man so richtig drin ist, den ersten Butt gefangen hat, ich war mir sicher, jetzt kommt gleich noch einer. Aber da spielt das Wetter nicht mehr mit. Der Wind wurde immer mehr und irgendwann war es grenzwertig und auch gefährlich. Deswegen war eigentlich nur noch eine Möglichkeit und die hieß abbrechen. Wir werden jetzt, das wird sehr anstrengend, der Rückweg, den werden wir jetzt antreten. Und dann werden wir uns erstmal stärken, was essen und dann nochmal einen windgeschützteren Bereich suchen. Aber so geht das hier nicht weiter. Auch wenn wir glauben, dass die Butts hier beißen, ist das auch irgendwann nicht mehr sicher genug. Alter, so anstrengend im Wind. Oh, Becky, das war ein Ritt. Hier ist ja schön jetzt, windgeschützt. Boah, aber draußen war wild. Ja, da ist man dann den Witterungen schon ganz schön ausgesetzt. Oh, platt vor allem bin ich jetzt. Aber ich freue mich aufs Essen. Habe echt Hunger. Heute machst du's, oder? Nee. Da anlanden jetzt mit der Drohne, das sieht bestimmt... Nein! Ist sie ins Wasser? Sag jetzt nicht, die ist richtig ins Wasser. Jedes Jahr aufs Neue kaufe ich mir vor dem Trip in Oslo eine neue Polbrille. Weil ich denke, ey, jetzt für den Trip eine richtig gute Polbrille kann helfen. Und jedes Jahr aufs Neue, das dritte Mal jetzt, verliere ich die auf dem Trip. Und zwar direkt am Anfang. Ja, ich sehe sie, wie sie runtergeht. Siehst du? Ja. Oh nein. Vor allem, warum fällst du nicht ins Boot, du Brille, Alter? Die ist am Rand rausgefallen. Das schlimmste Stück haben wir hinter uns. Jetzt sind wir wieder einigermaßen im Windschatten. Und ich sehe auch schon unseren Strand. Da legen wir jetzt ein schönes Päuschen ein, machen uns was Schönes zu essen. Und dann greifen wir danach wieder gestärkt an. Oh, guck mal, wie geil das Wasser da vorne schon wieder aussieht. Ja, wie in der Karibik, ey. Und der weiße, kleine, idyllische Sandstrand. Becky, was esse? Ab zum Essen. Auf die gute Tide warten und dann geht's wieder raus. Weil es war noch kein maßiger Heilbutt leider. Dafür läuft es schon wieder super. Team Chaos, neue Brille gekauft am Flughafen. Ich habe am Flughafen noch gesagt, ich verliere meine Brille jedes Jahr. Dann mache ich so, klack, Brille weg. 3 Tage hat sie gehalten. Ja, nee. Also im Einsatz hat sie 2 Stunden gehalten und die war echt schön. So, Zeit fürs Mittagessen. Ich filetiere schnell den Pollack und den Dorsch. Ich hoffe, dass der Dorsch keine Würmer drin hat. Das wäre jetzt sehr ärgerlich, weil ich glaube, Markus und Dustin haben richtig Hunger. Deshalb beeile ich mich jetzt auch, damit es da möglichst schnell was zu essen gibt. Fisch ist filetiert. Jetzt hauen wir noch schnell den Scotty Booster an. Das ist ein super kleiner, praktischer Campingkocher. Und gerade wenn es schnell gehen muss, ist das Ding echt geil. Habe ich jetzt schon seit ein paar Wochen. Hatte ich ein paar Mal mit auf dem Boot und jetzt auf der Tour. Sehr geiles Ding. Und Öl ist schon drin. Und jetzt machen wir mal hier ein bisschen was zu essen. Dustin liegt gerade im Zelt, der ist ganz schön platt. Und den ganzen Tag da auf dem Wasser. Und
ein paar anstrengende Nächte hinter uns. Das nimmt einen schon immer ganz schön mit. Deshalb soll der sich jetzt kurz ausruhen, während ich hier für die Mannschaft ein bisschen was zu essen mache. Auch wenn es anglerisch jetzt noch nicht ganz so läuft, wie wir es uns gewünscht hätten, glaube ich, können wir uns nicht beschweren. Wir haben schönes Wetter, wir sind an einem wunderschönen Platz, haben frisch gefangenen Fisch und bis jetzt ist auch noch kein größeres Chaos passiert. Oh, ich bin echt platt. Leider konnte ich nicht pennen. Aber jetzt muss was gegessen werden. Becky war so nett und hat den Fisch filetiert und gebraten. Oh, vielleicht kriegen wir dann ein bisschen Energie, ein bisschen Power, um weiterzumachen. Der Wind ist sogar weniger geworden. Ich glaube, das ist richtig gut, Becky. Danke fürs Kochen, ey. Gerne. Darf ich wieder den ersten Bissen probieren oder warum hast du mich jetzt gerufen? Nee, Marc und ich haben schon fleißig gegessen. Ihr wirklich? Ja, ja. Aber mir habt ihr den verpilzten Dorsch da gelassen. Nein, 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 du kriegst ja erstmal ein schönes Stück Teller. Oh. Hat es euch geschmeckt, Jungs? Ja, safe. Ja. Der wird dort irgendwie nicht knusprig, der brennt nur an. Ja, Becky sagt ja immer, er ist der Hobby-Outdoor-Koch. Also das Einzige, was ich von Becky bekommen habe, ist Fisch mit Fisch und Fisch. Das heißt, also ich bin sehr dankbar, dass du den kochst, aber Kochen ist ein großes Wort für das, was wir da machen. Ja, du darfst ja nicht vergessen, wir waren auf einer einsamen Insel. Ja, man hätte ja schon mal ein paar Beeren suchen können. Bären? Ja? Tja, da hätten wir, glaube ich, lang suchen können, bis wir da ein paar Bären finden. Und ja, in der Not frisst der Bauer auch die Wurst ohne Brot. Das habe ich noch nie gehört. Nicht? In der Not frisst der Teufel Fliegen, habe ich gehört, aber nicht dein Bauernspruch da. Nicht? Das sagt man so bei uns. Was glaubst du? Fangen wir heute noch einen großen Butt? Wir sind am richtigen Platz oder am richtigen Ort. Problem ist nur, ob uns der Wind später wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Ich ärgere mich so, dass wir da weg mussten. Ich wette, wir hätten da auf jeden Fall noch eingefangen. Na, so viele Bisse. Naja, ich hätte auch gerne mal einen Heilbutt gegessen, um zu wissen, Ich wie der auch. schmeckt. Hätte Schreibt ich mal in die auch Kommentare, ob Heilbutt oder Pollack besser schmeckt. Das ist wahrscheinlich Geschmackssache, aber. Ich finde Pollack. Ja? Ich liebe Mich Pollack. würde interessieren, was ihr sagt. Ja, ich will auch noch einfangen, ey. Wir haben nur noch 2 Tage in Norwegen. Einen eigentlich so richtig. Einen richtigen, morgen noch. Aber heute noch den Nachmittag oder den Abend. Jetzt haben wir ordentlich Mittagspause gemacht, aber jetzt wird es auch wieder Zeit fürs Angeln. Wie immer, Dustin ist schon vorgelaufen. Die Bedingungen sind jetzt eigentlich gut. Wir fahren jetzt noch mal raus. Die Tide ist ablaufend und wir haben vorhin bei auflaufendem Wasser schon gefangen. Deswegen hoffe ich jetzt, dass wir den Kapitalen, also Kapital ist für mich, für die ganzen Norwegen- und Heilbutt-Experten natürlich nicht, ist so ab 1,20 Meter. Darüber würde ich mich schon sehr freuen. Mit den Tide-Unterschieden ist so krass. Wir haben uns beim ersten Heilbutt einen Spot gemerkt quasi. Wir hatten so einen Stein, der herausgeguckt ist und gesagt, ey, da fahren wir jetzt wieder hin. Dann sind wir herausgefahren. Wir haben das Ding einfach nicht wiedergefunden. Da vorne ist er. Wo? Höchstens der, aber das auch nicht, weil das ist ja mittendrin. Das war auf gar keinen Fall so. Da kann sein, wenn jetzt 1 Meter weniger Wasser ist, da war schon noch dahinter doch auch noch was. Aber wir haben nicht auf das offene Meer geguckt von dem Spot. Markus, was sagst du? Wir haben den Stein und das Areal nicht wiedergefunden. Und das zu dritt. Wir haben alle 3, jeder eigentlich eine andere Meinung gehabt. Einer hat gesagt, der ist da hinten, Markus hat gesagt, der ist da. Hat auch fast zu einer kleinen Streiterei geführt. Ja, das stimmt. Bis? Ja, gestaltet sich nicht einfach, ey, weil man als Raufischangler aus unseren Breiten natürlich gewohnt ist, direkt anzuhauen. Hier wird es schwer und Steffen hat extra nicht anhauen. Ich mach's trotzdem immer wieder. So viele Fehlbisse. Aber zumindest hatten wir jetzt Bisse. Kann man natürlich nicht sagen, ob es ein Heilbutt war. Hier gibt es auch Dorsch und Pollack, wie man gesehen hat, aber man denkt natürlich immer, es war der ganz große, den man gerade dran hatte. Ja, alles offen, also der ganze Schwanz zerbissen. Hinten. Das hat er uns erklärt. Die kommen erst, nehmen den erst in den Mund und dann beißen die nicht direkt. Die überbeißen ihn erst später. Aber das ist doch schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass hier Fisch ist. Becky, komm, Handy weglegen, Tinder, das bringt jetzt ja nichts. Hier sind die Heilbutts. Fisch, 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 guck. Oh, losgelassen. Hast du gesehen, Becky?
Irgendwas habe ich in einer Spitze gesehen. Alles rausgerissen. Und jetzt habe ich irgendwas. Ein Dorsch. So, jetzt gab es für mich auch endlich mal wieder einen Fisch. Ich wollte eigentlich gerade nur schauen, wie tief es ist. Habe einfach gerade runtergelassen. Kam dieser schöne Dorsch. Für mich der größte Dorsch, glaube ich, bis jetzt bei dieser Tour. Der darf aber gleich wieder zurück. Eigentlich waren wir uns 100%ig sicher, dass wir im richtigen Bereich angeln. Aber nach den ganzen Fehlbissen haben wir irgendwie gedacht, hey, sind das überhaupt Butz, die die ganze Zeit beißen? Und dann hat Becky auch noch so einen Dorsch dran gekriegt. Der hat uns dann endgültig zweifeln lassen, ob wir jetzt wirklich das Richtige machen. Oh ja, Mist! Ja, Heilbutt! Heilbutt! Das ist ein Boot! Ja, ein Butt! Ja, ein Butt! Butt, 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 Butt! Das ist unser marschiger Butt! Bitte lass ihn nicht kriegen! Der hängt nicht gut! Oh. Guckt euch das an, wie der die Schnur wegnimmt. Das ist ja geisteskrank. Wieder kein großer, aber größer als der vorhin. Jawohl! Das ist mein maßiger Butt, Becky. Heilbutt Nummer 2. Heilbutt Nummer 2. Noch kein Kapitaler, aber geil. ein Butt. Naja, viel größer als der eben war es der nicht. Ich angel hier bei 20 Meter und auf dem schwarzen 80er Venom. Und der hat den wirklich 5 Meter unter der Oberfläche genommen. Was für Kraft die haben, ne? Ein kleiner Butt. 84 muss er haben, damit er mit in die Küche darf. Nee, die hat er locker. Lange nicht. Hat er leider nicht. Aber tolles Tier. Den lassen wir jetzt wieder schön zurück. Ja, geiler Biss diesmal. Und der Drill, ja, der war ein bisschen schwächer als der andere. Und beim Messen muss ich sagen, war auch ein bisschen kleiner. Ja, so 75 jetzt, der andere hatte 80. Naja, egal, ich bin happy. So darf es weitergehen. Der nächste Butt im Boot. Leider noch kein Gigant, aber es gibt auf jeden Fall Hoffnung, dass wir im richtigen Spot hier unterwegs sind. Und wir haben noch ein paar Stunden. Mit ein bisschen Glück kommt er noch. Biss, Biss. Oh, ein Riese hinterher. Er hat den Mund. Ja. Oh, Alter. Ah. Oh. Fuck, ich hab den Live-Biss gesehen. Großer Butt? Ja. Oh, genauso wie sie es erzählt haben. Erst gebissen, dann habe ich ihn gesehen, im klaren Wasser. Dann hat er sich den voll weggenommen. Alter, ich krieg den nicht bewegt, ne? Nicht? Nee. Jetzt. Ich ein bisschen hoch. Alter, jetzt, ich hab's live gesehen, wie der hier hinterher ist. Mann, Rauch. Oh, so groß ist der gar nicht. Ich dachte, der ist viel größer. Schade. Ach, der ist ja. Ich dachte, der ist viel größer. Ah, der ist der größte für heute. Der hängt ganz knapp. Den krieg ich bestimmt nicht. Der hängt minimal nur. Kann ich dir was helfen? Was haben sie gesagt, ne? Bis zum Boden gehen sie. Ich dachte, der ist viel größer. Ich will den irgendwie kriegen. So Schwanz oder so fassen.
Hoppa. Geil, Petri, ja, das ist der größte. Oh, schwarzer Venom rasiert heute einfach. Da ist er. Mein größter Butt seit 17 Jahren. Das letzte Mal einen Marcin gefangen. Jetzt wieder ein Marcin. Wie geil ist das bitte? Guckt euch diesen schönen Butt an. Klar, kein Riese, aber für mich ist es ein absoluter Traum. Yes! Endlich, nach 17 Jahren, der erste maßige Heilbutt. Up North 2.0, so gestruggelt, kein Fisch gefangen. Und jetzt war er endlich da. Ich habe mich wirklich richtig gefreut. Für die meisten Norwegen-Fahrer wahrscheinlich ein Schniepel. Aber für mich der größte Fisch des Jahres auf jeden Fall. Das war wirklich eine richtige Erleichterung. War richtig geil. Und vor allem, der hat die perfekte Größe für die Küche gehabt. Ich bin happy. Den nehmen wir jetzt mit. Dann haben wir endlich den Vergleich. Heilbutt oder Pollack? Was ist besser? Ne, ihr solltet es schon in die Kommentare schreiben. Jetzt kann ich es selber herausfinden. Pollack, muss ich sagen, war schon sehr gut. Auch wenn wir jetzt schon 3 Butts fangen konnten und mega zufrieden waren, wollten wir unbedingt noch weiter durchziehen. Erstens konnte Vecchi ja noch keinen Heilbutt fangen und zweitens wollten wir unbedingt die Metermarke knacken. Wenn der schon so viel Druck macht, dann stellt sich mal vor, was habe ich schon mal gesagt, so ein Riesenfiemer. Ist schon gut, dann das richtige Equipment zu haben. Venom 6,5 Inch. Schöner Dorsch. Aber der Kollege darf gleich wieder zurück, denn wir haben schon genug fürs Abendessen mit unserem Heilbutt. Upsala. Schau mal, Markus, ein Dorsch. Und fluppdiwupps, weg war er wieder. Das ist aber nicht schlimm, weil wir haben auf jeden Fall genug zu essen für heute Abend mit Dustins Heilbutt. Ein großer Vorteil dieser Tour war, dass der Haussegen nicht ganz so schief hing, weil man konnte sich tatsächlich zu Hause melden. Wir hatten Empfang. Und ich habe dann eben zu Hause bei der Regierung angerufen. Und was passiert natürlich, wenn er abgelenkt ist? Na klar. Wenn man beiden gerecht werden will, ja auch. Und oh, ein fetter Butt! Fetter! Alter, der hatte weit über einen Meter. Sorry. Ja! Alter! Ich muss dich weglegen. Okay. Ciao. Ciao. Alter, das ist ein Monster. Alter, wie krass ist Oh das? fuck. Dustin hat es gerade angekündigt. Da ist ein fetter Butt unter seinem Boot. Und 10 Sekunden später sehe ich, wie er mit komplett krummer Route in seinem Kajak kommt. Schnell zu ihm, vielleicht braucht er Hilfe. Alter. Alter. Alter, das ist was ganz anderes. Ganz andere Hausnummer. Vecchi, jetzt brauchen wir die Schlaufe. Gerade zu Hause angerufen. Da gucke ich runter und dann... Junge, dann gucke ich da runter und sehe einen wirklich, also im Vergleich zu den jetzt, richtig großen Butt. Oh. Mann, wir haben hier einen Honeyhole gefunden, Vecchi. Das ist einer am anderen, du hockst genau drauf anscheinend. Er hat heute mal wieder die Scheiße an den Fingern. Ey, nicht, dass ich mich wieder verguckt habe, aber der sah so groß aus. Der fühlt sich auch deutlich schwerer an. Guck mal, Vecchi, der kommt da. Oh ja, der ist viel größer. Der ist viel größer. Viel größer, ne? Ja. Oh, Alter! Achtung, der geht gleich runter. Genau. Junge, was ist das? Alter. Das ist mein Meterfischer, Vecchi. Mit dem Polestar-Kajak hier, mitten auf dem Nordmeer. Das ist ein Abenteuer. Wie geil ist das bitte? Und wieder der schwarze Venom. Den Tipp habe ich von Daniel Weyers bekommen. 80er Venom. Oh.
Eine richtige Tischplatte. Oh, Becky. Alter, der ist riesig. Wow. Und der will nochmal runter. Wow. Willst du mit dem ans Land? Ja. Becky, kommst du hierher und hilfst mir, Becky? Jetzt kommt er. Kannst du das machen? Alter, ist der groß. Es ist der groß. Alter. Ich hab nur ein bisschen Schiss. Ich muss den ja dann festhalten. Das gibt's doch nicht. Okay, komm jetzt näher. Da ist er. Haben wir ihn, Becky? Yes! Ja! Wir sind jetzt hier gerade 30, 40 Meter ans Ufer gefahren. Becky hat den Fisch an der Schwanzwurzel. Das ist einfach bei so einem großen Fisch, den kann man auf dem Kajak nicht präsentieren, oder zumindest ich nicht, bin ich zu unerfahren. Deswegen jetzt kurz hier im seichten Wasser und dann darf er auch direkt schwimmen. Becky, komme! Was für ein Tier. Dafür sind wir hergekommen. Queen of the Ocean. Queen of the Ocean. Wahrlich kein Kapitaler für uns. Ach. Das Größte. So geil. Danke. Eine richtige Tischplatte und wie wunderschön diese Maserung hier ist. Becky, Herrlich, oder? das sind Tiere, oder? Was ein wunderschöner Fisch. Einen guten Kampf hat er gegeben. Krasse Zähne. Dafür sind wir hergekommen. Ich bin so happy. Vielen, vielen Dank. Queen of the Ocean. Guckt euch den an. Zeigt noch. Guckt euch diesen wunderschönen Fisch an. Ist das nicht ein Traum? Wow. Yes, Becky. Danke. Sehr, sehr gut Geil. gemacht, mein Lieber. Einen nach dem anderen rausgezimmert und dann noch hier den Kapitalen. Geil. Der darf gleich wieder zurück in sein Element. Wir haben einen zum Essen dabei. Und dieser Moment, wenn er so schön ins Wasser gleitet, weggleitet, einfach unbeschreiblich. Was ein Fisch. Der hat einen ganz besonderen Stellenwert für mich. Ey. Nachdem wir letztes Jahr so gestruggelt haben, nichts geschafft haben, dieses Jahr kommen wir hier an, Sturm, Regen, es sieht so aus, wir können mit den Kajaks nicht raus. Wie gesagt, für die ganzen Heilbutt-Angler, wahrlich kein Kapital da, für mich ein Riesenwert. Für uns. Unglaublich geiler Fisch. Dass wir mit den Kajaks hergekommen sind. Danke für diesen Moment, ey. Einfach geil, ey. Heute Morgen haben wir noch gesagt, irgendwie sind wir noch gar nicht bei Abnorf 3 angekommen. Nee. Und auf einmal sind wir mittendrin. Mittendrin, ey. Yes! Juhu! Ja. Oh, Weiter angeln. weiter angeln, mein Es Lieber. gibt noch einen größeren da draußen. Jetzt bin ich dran. Ihr habt natürlich im Intro gesehen, dass Penn einer unserer Hauptsponsoren für die Up North Tour ist. Aber ich würde euch die Rolle nicht vorstellen, wenn ich nicht absolut begeistert davon wäre. Das ist das erste Mal, dass ich Penn-Rollen fische. Ich weiß, dass die Slammer eine absolute Legende ist. Die gab es schon, da habe ich bei der Fisch und Fang gearbeitet, 2007. Aber läuft ultra gut, Bremse richtig geil, ultra robust. Für diese Heilbutt-Angelei, diese Kraft habe ich absolut unterschätzt, ist genau das Richtige. Richtig gut, also wenn ihr mal nach Norwegen fahrt und eine gute Spinnrolle zum Werfen braucht, mag ich nämlich lieber als dieses vertikal geangene, kann ich euch die Slammer, das ist die Slammer 4, 6500er Größe, nur empfehlen, wirklich richtig geil. Da hatte ich 2 Bisse hintereinander. Genauso wie Dustin gesagt hat, dieses ganz leichte Anfassen nur. Und ich habe beides Mal aber so reflexartig ein bisschen angeschlagen. Und das ist genau der Fehler, das darf man nicht machen. Mann, ey, das wäre vielleicht mal eine Chance gewesen. Fisch on! Großer? Nee, Also kein Butt? nee, leider nicht. Jetzt 1 Woche später
gleich wieder ein Biss. Diesmal hängt er. Aber es ist wohl kein Butt leider. Ja, ist ein Dorsch. Ganz schön kampfstark auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall mein größter Dorsch. So, jetzt gab es für mich auch wieder einen Fisch. Auf dem Venom, 6,5 Inch am BKK-Chickkopf. Leider kein Butt, dafür auf jeden Fall der größte Dorsch der letzten Tage. Der wird so 65 haben, aber einen richtig dicken Kopf. Und der darf gleich wieder zurück. Die Butts waren in Beißlaune, Dustin hat es gezeigt. Aber es war schon so spät, dass wir eigentlich abbrechen mussten. Wir mussten noch kochen, das Camp vorbereiten für die Nacht. Und Marshmallows wollte Dustin natürlich auch noch essen. Die ganzen Einsiedler jetzt hier lustig. Die werden alle abends auch aktiv, ne? Ja. Wie du in der Disco. Ja, während Vecchi jetzt den Heilbutt filetiert und auf den Scotty schmeißt, muss ich Feuer machen für unsere Marshmallows und ein bisschen, um die Sachen zu trocknen. Ja, mach du mal Feuer. Na klar, find mal in Norwegen auf irgendeiner Insel, wo es keine Bäume gibt, ein bisschen Feuerholz. Ich glaube, ich habe gestern alles weggesucht. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie noch eine Stelle finde, wo irgendwie was angespült wurde, weil hier ist jetzt alles leer. Nicht easy. Naja, hol mir erstmal ein Messer, mein Böker-Messer hier, um im Notfall noch irgendwas zerkleinern zu können. Und dann geht's ab. Wünscht mir Glück. Ich habe noch nie einen Heilbutt filetiert. Liegt vielleicht daran, dass ich noch nicht so viele gefangen habe. Aber ich glaube, grob zu wissen, wie es funktioniert. Ich weiß nicht warum, aber wir schaffen es immer wieder, spät ins Bett zu kommen und nicht zu schlafen. Gleich wieder 0 Uhr und ich krepe über die Steine und suche Holz. Sehr gut. Naja, dafür gibt es gleich die Belohnung. Da habe ich richtig Bock drauf. Gibt nichts Besseres als frische, vom Feuer geholte Marshmallows. Dieser Blick, ey. Schade. Morgen geht es schon wieder nach Schweden, aber da wartet das nächste Abenteuer auf uns. Also alles nicht so schlimm. So, jetzt haben wir das erste Filet. Das ist schon mal eine ordentliche Portion, aber das Ganze gibt es jetzt noch mal 4. Denn wir haben 4 ordentliche Filets an dem Heilbutt. Und ganz am Ende habe ich dann noch eine Überraschung für Dustin, den alten Feinschmecker. Aber jetzt erstmal die anderen Hälften filetieren. Schneeweiße Filets. Herrlich, oder? Sieht ja super aus. Also ich habe gehört, die Bäckchen sollst du auf gar keinen Fall vergessen. Keine Sorge, da habe ich schon dran gedacht. Die werde ich dir gleich rausbraten. Teilen wir uns. Also, Dustin, ich habe jetzt mal eine blöde Frage. Ja? Hat ein Heilbutt 2 Backen? Nee, ich glaube eine, oder? Weiß ich nicht. Ein Bäckchen. Hat er nur eine Backe? Naja, vielleicht links und rechts. Hier, Da. müssen wir googeln. Müssen wir YouTube. googeln. Boah, ey, Vecchi. Riech mal. Boah, geil. Das liegt schon so lange da, ne? Herrlich. Boah, es riecht wie in der Sauna. Wiener Sauna, wollte ich gerade sagen. In der finnischen Sauna. Fichte, Mhm. oder? Boah, ist das lecker. Nicht schlecht. So, Feuer mache ich jetzt doch schon an. Einfach, weil wir die Hoffnung haben, dass der Rauch die Mücken verscheucht. Die sind nämlich extrem lästig. Feuer brennt. Der Wind hat mir geholfen, muss man sagen. Hoffentlich haben wir nachher eine schöne Glut, um dann darüber die Marshmallows heiß zu machen. Ein paar Stecker muss noch finden, fällt mir gerade ein. Oh, Schaut euch mal diesen Riesentopf voll mit Fleisch an. Herrlich, oder? Fisch. Da wird man satt. Sieht sehr lecker aus, muss ich sagen. Ich bin echt gespannt. Ich auch. Hau ruf auf den Scotty. Wie krass sah es da bitte aus? Was für einen Spot haben wir bitte gefunden? Und was für Fische konnten wir gleichzeitig auch fangen? Eigentlich hat alles perfekt gepasst. Aber man nimmt es vor Ort manchmal nicht so wahr. Ja. Aber das ist ja auch in Erinnerung schwelgen. Wenn man jetzt daran denkt, ey, ich will unbedingt hin zurück. Und Vecchi, das sieht schon gut aus. Ja, das erste Stück ist im Rennen. Ich bin echt gespannt, ob Heilbutt jetzt wirklich
Also, oder beziehungsweise was besser schmeckt, Pollack oder Halbut? Und du hast gesagt, Pollack schmeckt dir besser, ne? Ja, aber ich muss sagen, ich habe mal auch noch nie so fangfrisch direkt am Wasser gegessen. Von daher bin ich jetzt auch gespannt, wie er schmeckt. Ich will erst mal wissen, was du sagst. Ist besser als Pollack oder nicht? Und danach mache ich mir ein Urteil. Also das sieht auf jeden Fall mega geil aus. Ist heiß? Und? Was sagst du? Ganz ehrlich. Ich finde es geiler als den Pollack, den wir die Tage gegessen haben. Echt? Oder heute. Probier. Das sieht ein bisschen wie Forellenfleisch aus. Ja, gell, ganz weiß. Viel besser. Ganz andere Konsistenz, gell? Viel. Also die Konsistenz ist viel geiler. Danke, Becky. Ich nehme Gerne. mal deinen Teller, ne? Gerne, gerne. Da kommt noch genug. Boah, ist das geil. Viel besser. Ohne Witz, viel, viel besser. Kann natürlich auch daran liegen, dass besser gewürzt ist, aber die Konsistenz, das ist viel, weiß ich nicht, weniger, ich habe keine Ahnung. Richtig Struktur drin, gell? Mhm. Also ich freue mich jetzt auch, mir ein schönes Stück rauszubraten. Und natürlich Markus auch noch. Ja, Markus kriegt natürlich auch noch ein Stück. Er ist wirklich viel besser. Komm, ich gebe dir ein Stück von meiner Gabel. Und dann sagst du mir, ganz ehrlich, ob es besser ist oder nicht. Nicht die Gabel berühren. Alter! Oh ja. Oder? Die Revenge, die Rache vom letzten Jahr ist uns geglückt. Es war unglaublich intensive Tage schon wieder, aber auch sehr, sehr geil. An dieser Stelle, wenn ihr auch sowas mal erleben wollt, solche Heilbutts fangen wollt oder so tolle Fische fangen wollt, hier in diesem Revier, dann kann ich nur empfehlen, schaut mal in die Videobeschreibung. DIN-Tour ist euer Ansprechpartner dafür. Richtig geil, richtig geiler Service auch, richtig geile Betreuung. Ja, und wir, würde ich sagen, lassen uns jetzt unsere Belohnung schmecken. Markus, komm, mach Kamera aus, hol dir auch so ein Ding. Und genießt den Abend mit uns. Den letzten Abend in Norwegen. Den letzten Abend in Norwegen, bevor es nach Schweden geht. Das schmeckt wunderbar geil. Becky ist schon im Land der Träume, ihr kennt ihn. Ich werde mich jetzt dazu gesellen. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe sehr, oder wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Also, schönen Abend und gute Nacht.